Also bei unseren Fontanenpatienten, also die Patienten, die in einem Einkammerherzsystem dann in diese Fontanenzirkulation gekommen sind, sehen wir halt früher oder später diese Veränderung, dass dieser Fontanenkreislauf versagt. Man konnte uns eigentlich sehr, sehr genau sagen, vor der Geburt schon, was der Fehler sein wird, wie es sich äußern wird. Und das ist weitestgehend auch alles so eingetreten, wie man uns vorhergesagt hat. Und gut, dass es mal so enden würde, das war jetzt nicht der Plan. Ne? Es war halt ein hypoplastisches Linksherz und ja, üblicherweise sind das dann 3 OPs, dann hat man Fontanenkreislauf und ja, Charlotte hat sich die erste zum Glück gespart, weil es ganz gut angelegt war und ja, und am Ende war dann halt Failing Fontan, also es hat nicht funktioniert. Das kann halt auch vorkommen. Nach der 3. Herzoperation war es so, dass er die Komplikation des Eiweißverlustsyndroms bekommen hat. Und danach war es so, dass alles noch schwieriger war und noch anormaler wurde als sowieso schon, weil er tatsächlich doch sehr eingeschränkt dadurch war, dass er nicht mehr so richtig gewachsen ist. Er hatte sehr, sehr ausladenden Bauch, viele Wassereinlagerungen, sehr viele Durchfälle haben ihn gequält und es hat doch unser Familienleben eigentlich von Jahr zu Jahr deutlich mehr eingeschränkt. Bei Charlotte und Luis ist es etwas unterschiedlich, weil sie sehr unterschiedlich bis dahin Symptome hatten, auch unterschiedlich lang. Und deswegen sind die ganz gut vergleichbar eigentlich, dass man bei Charlotte wir haben etwas früher eingegriffen in das System und haben versucht, diesen Kreislauf, der nicht gut funktioniert, dieser passive Blutfluss des Fontanenkreislaufs, den eben abzuschaffen. Leider ist der Schaden von den Organen so über lange Zeit gelaufen, sodass diese Patienten keine guten Kandidaten mehr sind für die Transplantation. Dann, die haben keine Möglichkeit, in Richtung Transplantation zu bringen, außer eine mechanische Kreislaufunterstützung mit einer extrakorporalen Pumpe bzw. von den Berlin-Heart. Ja, das ist die einzige, was für den Moment zur Verfügung steht. Und wir müssen erst mal sehen, dass die Patienten, die werden in der Lage sein, in eine Erholungsphase zu kommen und dann zu listen. Das ist natürlich nochmal ein Eingriff und eine Operation. Und das fürchten natürlich auch viele, dass es Komplikationen gibt. Aber wir haben jetzt eigentlich ganz gut gezeigt und mit den Fähigkeiten auch von Professor Sandika, die ich sehr schätze, der extrem viel Expertise da hat, der diese Kanüle mitentwickelt hat ja auch, dass wir das eigentlich gut leisten können, auch in dem Sinne, dass wir das System unterstützen mit so einer Fontankanüle und dann diesen Kreislauf pulsatil wieder machen, auch in diesem Alter, wo es sehr früh passiert. Natürlich wünscht sich keiner so eine Pumpe, das ist ganz klar, aber man muss echt sagen, wir können froh sein, dass es sowas gibt. Ne? Jetzt mit der Pumpe hat es im Prinzip einen normalen Kreislauf wieder. Ja. Und es hat sich ja alles auch so weit wieder wie erhofft gegeben und dir geht es ja wieder richtig gut. Ne? Ja. Wenn du transplantiert bist, dann hoffen wir, dass das auch alles gut wird, ne? Und dass wir wieder ein normales Leben führen können. Ne? Egal ob neugeboren oder dann auch die Schulkinder, die wir teilweise auch schon haben, sind sehr tough, nehmen das auch im Alltag recht robust auf, versuchen sehr aktiv ihr Leben zu gestalten. Und die größte Herausforderung im Alltag sind dann eher die Eltern. Da ist natürlich die psychische Belastung mit Warten auf Transplantation. Und wir haben den Eindruck, dass je länger diese Zeit dieses Fontanversagens besteht, dass umso schwieriger es ist, auch zurückzudrehen. Das heißt, was wir signalisieren wollen, ist, früher ist besser, weil eventuell ist es irgendwann nicht mehr rückdrehbar oder nicht mehr reversibel. Und das ist unsere Sorge momentan noch in einer großen Anzahl von Fontanenpatienten. Zeitverlust müssen wir definitiv vermeiden. Und das müssen wir im Kopf von allen Kollegen transportieren, dass ein Fehler in Fontanenphysiologie hat keine Reversibilität, sondern nur ein Progredienz, die am Ende macht die Patienten nicht transplantabel. Und das müssen wir vermeiden. Entweder transplantieren wir früh genug die Patienten oder für die, die nicht früh genug gelistet sind,
und das ist nicht Schuld von Patienten, man muss ganz klar sagen, ja, dann haben wir eine Möglichkeit, diese Patienten zu unterstützen und in die Richtung Candidacy zu bringen. Das haben wir auch jetzt gezeigt, dass sich die Symptome, alle, die sich durch dieses Fontanenversagen einstellen, dass die rückläufig sind. Was wir weiterhin beobachten, sind eben, dass ganz viele auch Laborparameter erst nach längerer Zeit trotz Umstellung sich verbessern. Und das heißt, wir brauchen Geduld. Heute Morgen bei der Blutabnahme war der Lilane da, hatte ich ein bisschen Angst. Und mir geht's gerade gelb, weil ich mag gern Eisstickhoff und da sind die Gefühle und da sage ich immer die Farben und gerade ist die gelbe, da Freude. Seitdem er am Berlin Heart ist, hat er sich eigentlich zunehmend erholt. Es war schon recht zügig nach der Implantation zu sehen, dass so auch der Bauch an Volumen verloren hat, dass die Stuhlgänge deutlich weniger wurden. Und seit 5, 6 Monate ist es eigentlich so, dass er auch tagtäglich, dass wir mit ihm laufen und die Gehstrecke halt um das 5- bis 6-fache erweitert ist und ihm auch tatsächlich es mal wieder Freude macht, sich zu bewegen. Und das war vorher gar nicht mehr. Über die vielen Jahre, die ich jetzt in dem Beruf bin, kann ich das guten und ruhigen Gewissens sagen, nicht jeder Patient, aber eine sehr große Patientengruppe gewinnt an Lebensqualität. Da gibt es auch unheimlich viele Studien, die das belegen und wir sehen es auch im Alltag in Form von glücklichen, wieder Luft bekommenden Patienten, aber auch in Danksagungskarten. Also das Berlin Heart hat eigentlich uns Louis zurückgegeben. Und wir sind einfach froh, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, wieder auf die Liste zu kommen und einfach eine Perspektive zu haben. Die gab es vorher einfach nicht mehr. Rock'n'Roll, baby.